Kinder, wir wollten uns mal ein Video anschauen. Seid ihr denn dafür überhaupt bereit? Ich frage nochmal, weil das ist eine Triggerwarnung meinerseits. Für die, die irgendwie generell schon Trust-Issues haben, was Fliegerei betrifft, hiermit spreche ich eine Triggerwarnung aus. Please be good to yourself and don't bother yourself. The honest pre-flight safety demonstration video that airlines are afraid to show you. Ich bin sehr gespannt. Ich bin so gespannt, was das jetzt gibt und was ich vor allen Dingen mit meinem Wissen als ehemalige Flugbegleiterin dazu sagen kann. Oh, weia, wie gesagt, Triggerwarnung. This is your captain speaking. Our AV system isn't working today, so we can't show you the $2 million safety video that an ad agency did for us. But since very little of what that video tells you will actually save your lives, I'm going to do it instead. The FAA says that 60% of you ignore the safety talk. Today, you'll hear the real safety talk you should have been given years ago. Okay, you guys understood, ja? Der Kapitän sagt euch quasi jetzt, ein Video, was immer keiner guckt. Keiner guckt sich diese Safety-Videos an. Jeder macht irgendwas anderes, während dieses Video läuft. Und der möchte mal eben den Menschen die Augen öffnen. Abfahrt. You don't want to miss this one. Here's the big thing to remember. If we crash or make an emergency landing, statistically speaking, 95% of you will survive. If it's a serious crash, 55% of you will survive. Bei einem ernsten Crash sind es nur 55%. Okay, interesting. So if this plane is going down, concentrate, because your life may depend on some smart decisions. Panik kicks in, definitely, aber wer es dann schafft, sich zu konzentrieren in so einer stressigen Situation, King. Keep in mind that 80% of accidents happen within the first 3 minutes and last 8 minutes of the flight. Keep in mind, 80% der Unfälle passieren in den ersten 3 Minuten und den letzten 8 Minuten des Fluges. Absolut korrekt. So that's when it would be wise to keep your shoes on and put your laptops away and stay focused. Das ist das, was Flugbegleiter quasi lernen. Das ist literally das, was unser Job eigentlich immer war. The safest seats on this plane are the ones facing backward, like the ones the flight crew are seated in. No, that's not a coincidence. Die sichersten Plätze sind halt die, wo die Flugbegleiterinnen sitzen, die vor allen Dingen anscheinend andersrum located sind. Quasi, dass wenn die Flugbegleiter in die Kabine gucken. Das ist kein Zufall. The next safest seats are over the wings, closest to the emergency exit. If you're not in one of those right now, that's a bummer. Was ist das asozial? What the fuck? But here's what you can do to help ensure your survival. Look where the nearest exit is. Now count the rows between you and that exit. If the cabin was full of smoke or upside down, or full of smoke and upside down, how would you get to the exit? Nice. Habt ihr das verstanden? Das heißt, wenn ihr einsteigt, zählt die Plätze, bis man zum nächsten Ausgang kommt, weil wenn die Kabine voll mit Smoke ist, dann seht ihr ja offensichtlich nichts. Oder wenn die Kabine quasi einmal auf dem Kopf steht, dann seht ihr halt nicht. Sitz rein, Eva. Dankeschön, Winnie. Take a moment to visualize yourself doing just that. Now, look at your seatbelt. I know you all know how to use it, but that's because nothing is making you lose your shit right now. Geil, ich liebe es. But that's because nothing is making you lose your shit right now. Nice. It's common for people in emergency stress situations to try to open that thing by pressing a button that's not actually there, like the seatbelt on your car. So take a moment to imagine yourself lifting the flap in an emergency. In fact, do it now just to get used to the motion. Boah, wenn die das im Flugzeug zeigen würden, ne? Wenn die das im Flugzeug zeigen würden. Das würde zwar keine Airline mitmachen, ne? Aber das wäre so geil, das ist das, was wir immer den Leuten halt, was wir halt so Kindern und so beibringen, wenn die alleine reisen. Jetzt zeig uns mal, wie du das aufmachst. Und jetzt zähle ich bis 3, dann machst du den Gurt ganz schnell auf, damit man sicherstellt, dass die Kinder aus dieser Sitzreihe rauskommen. Nur weil die keine Eltern dabei haben, ja? Mega sick.
Emergency evacuations on the runway are more common than crashes. In the event of something like an engine fire, we need to get you all off the plane in about 90 seconds. Kinder, 90 seconds. I'm just saying. Ich will mal kurz auf die Uhr gucken. 90 seconds. Ab jetzt. Wir versuchen jetzt gerade einen ganzen Flieger voll mit Menschen, befüllt mit mehreren Schwierigkeitsgraden, von schwangeren Menschen bis Kinder, bis ältere Menschen, disabled, Menschen, die eigentlich in Rollstühlen sitzen und komplette Flight Crew mit nochmal schauen, ob alle raus sind, aus dem Flieger zu kriegen in 90 Sekunden, right? 90 Sekunden. Noch sind wir fein, Wir haben, sagen wir im Best Case, 8 Ausgänge, manchmal aber auch nur 6. Ja, so langsam wird's eng. Ja, so langsam haben wir es. Dann muss der Flieger komplett evakuiert sein. Ich weiß nicht genau. Ja, ciao. Ciao, Kakao. In euch sind wahrscheinlich nicht mal alle aufgestanden. Genau das ist das Problem. Weil die Menschen ihre Sachen noch alle krallen müssen, als hätte das einen Wert am Ende des Tages. This means you need to leave your bags in the overhead bin. I love it. You need to leave your bags in the overhead bins. And get off the plane in a quick and orderly way. Those bags will bring the evacuation to a virtual halt. My first officer and I will also be trying to get off this plane, and the last thing we want is to be cockpit blocked by your roll-on. Cockpit blocked ist auch echt nice. Now you're probably well aware that there's a life jacket under your seat. Oh, bitte sag's nicht. Forget about it. Nein, er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Du hast es nicht ausgesprochen. Das ist eigentlich mit eines der Dinger, die sprechen wir nicht aus, aber ist okay. What to do? They're less likely to save your life than those little airline pillows. Es kommt auf die Situation an, let's say that. So ganz abstempeln würde ich es jetzt auch nicht, aber diese ja, so richtig tun die hier nichts. Also es hat nur einmal in der Geschichte irgend so richtig was gebracht, aber gut. Was ist denn, wenn man auf dem Klo ist? Das wäre ja voll der schlechte Zeitpunkt, aber hallo. Das bist du aber meistens nicht, Heide, wenn du so kurz vorm Start und kurz vor der Landung bist du hoffentlich nicht mehr auf Klo, mein Freund. What the heck? Sure, there was the famous 2009 emergency water landing on the Hudson, but there were boats on hand immediately and no one actually needed a life vest. True that. No one really needed it. There was a flight that ditched in the Caribbean in 1970 where 40 lives were likely saved by the vests. But there was also one off the coast of Ethiopia in 1996 in which many passengers put them on too early and then... Das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem, Kinder. Man darf niemals, nie. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man seine scheiß Life Vest jemals benutzt, ist so ultra gering. Aber diese Life Vests, ne, die sind Tatsache eher lebensbedrohlich, weil, mal angenommen, man landet auf dem Wasser, man hat sogar diese Landung irgendwie in diesem Flugzeug überlebt und dann pustest du diese freaking Life Vest, die pustet sich automatisch auf. Du pustest die auf, dieser Flieger wird komplett mit Wasser bespült. Was passiert mit dir? Du kannst nicht mehr schwimmen und da irgendwie raushuschen, sondern du schwimmst die ganze Zeit an der Oberfläche und dann bist du im Arsch, basically. Couldn't get out of the flooded fuselage. To put it another way, if we replaced those life vests with a box of chocolates, it wouldn't alter your survival odds. Nice. Wenn die das mit Schokolade ersetzen würden, würde das nicht mal groß den Unterschied machen. Das ist krass, okay. Dachte, man soll die Weste erst aufblasen, wenn man draußen ist. Dankeschön.
Wanninger. Das wissen aber nicht viele. Viele machen das aus einer Hektik, weil man ist halt in dieser Stresssituation und die Flugbegleiter versuchen einem das dann ja, wir werden darauf trainiert, so Ansagen zu machen. Die Ansage ist dann aufpusten und jetzt springen, aufpusten, jetzt springen quasi. Das ist so Aufgabe der Flugbegleiter. Und Menschen in Hektik machen das weil die glauben, dass die halt safe sind. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es halt unfassbar stressig sein kann, so eine Situation, und man glaubt, wenn man jetzt Airbag hat, manche nehmen das dann als Airbag wahr, weil man hat ja dann hier diese Dinger und dann glaubt man ist halt vor irgendwelchen Crashs geschützt, dann blase ich das mal vorher auf, dann ist mein Kopf sicherer, weil ich bin ja hier voll geschützt durch links und rechts oder was weiß ich, dann kriege ich kein Schleudertrauma von dem hier, weil mein Kopf ist ja safe. Passieren verrückte Sachen in Hektiksituationen. Man hat uns damals Videos gezeigt, wie solche Situationen aussehen. Und das ist so, aber im Ernst, wie realistisch sind 90 Sekunden, um das Flugzeug zu räumen? Sehr realistisch. Tatsache gibt es Videos, die zeigen, dass das absolut, sagen wir 95 bis 100 Sekunden ist wahrscheinlicher, aber realistisch hinzukriegen mit allen, wenn alle Flugbegleiter funktionieren. Das ist die Voraussetzung, wenn alle Flugbegleiter funktionieren. Wenn ein Flugbegleiter ausfällt, das heißt, der ist in Schock, ist mir auch schon passiert auf meinen Fliegern, nicht mir selber, aber dass ich gemerkt habe, dass manche Flugbegleiter in Paniksituationen einfach nicht funktionieren, wie sie sollten. It happens. Es ist auch schon während einer Reanimation bei mir passiert, quasi einer Flugbegleiterin, während ich reanimiert habe und ich sie angeschrien habe, sie soll mir helfen. Die war komplett im Schock. Die hat nichts mehr gemacht. Die hat literally nichts mehr gemacht. Und ich war so, okay, shoot. Das sind solche Leute, die kannst du in solchen Situationen nicht gebrauchen. Aber das ist dann halt so. Das weißt du ja vorher nicht. Nicht jeder kann sich selber einschätzen. Der wird Flugbegleiter. Yeah, ich will halt durch die Gegend reisen. Aber dann passieren so abgefuckte Sachen. Und dann sitzt du da. Und bist dann in der Schockstarre. Das passiert. Und das ist auch völlig okay. Die Airline weiß das. Dass es halt auch einen Prozentsatz gibt an Flugbegleiter, die vielleicht in eine Paniksituation geraten. Und selbst da sind wir geschult, unsere Kollegen mit ein paar Triggerpunkten quasi wieder zurückzuholen. Und jetzt sagst du das und das, du sagst gleich das und das, du rufst gleich dies und jenes und du machst gleich dies und jenes. Aber nichtsdestotrotz passiert das. Aber wenn alle mithelfen und wirklich jeder Flugbegleiter seinen Scheiß beisammen hat, ist 90 Sekunden machbar. Let's say that. Ganz genau, Dr. Caputo. Let's take a second to talk about those oxygen masks. Here's the thing. If we lose cabin pressure at a fairly low altitude, no big deal. You can breathe just fine. If we lose cabin pressure at cruising altitude, you can't. If that happens, here's what I'm required to do. I'm going to push the nose of the plane into an emergency descent. That's going to feel like a roller coaster drop, and it's going to scare the crap out of me. Ja, okay. Was er gerade gesagt hat, ist, dass wenn, mal angenommen, super seltenes Ding, super ultra seltenes Ding, eine Tür fällt während des Fluges einfach auf oder ein Loch in irgendeiner Fuselage nennen wir das. Und wir verlieren, ein Flugzeug ist ja da drin, ist ja Pressure aufgebaut, da ist ja ultra viel Druck drauf. Bin dabei, geil, Jackie. Da oben, wenn du quasi auf der Flughöhe bist, du kannst nicht atmen da oben, offensichtlich. Dafür müsstest du schon ein ganz spezielles Equipment haben, um da oben atmen zu können. Und das können maximal die Piloten, weil die haben so eine Quick Donning Mask. Aber diese Masken, die da runterfallen, da kommt halt nicht so viel, das entfleucht ja. Und das ist halt nicht, das schließt nicht komplett mit deinem Gesicht ab. Das ist eine Tatsache. Du kriegst nicht 100%iges Sauerstoff ab. So, und du brauchst zwar nicht 100% Sauerstoff, aber da oben kriegst du halt sonst gar keine Luft. In so einem Fall ist es scheiße kalt, alright? Das ist unerträgliche Kälte, die da herrscht. Mal angenommen, eine Tür fliegt ab, da oben, du kriegst keine Luft mehr und es ist unfassbar kalt, out of nowhere, hast du Minusgrade. Dann wird der Kapitän so den Flieger so wie auf diesem Bild runterziehen, damit umso tiefer wir fliegen, desto mehr können wir atmen. Das heißt, es fühlt sich so sick an. Ich hatte nur einmal eine Halfway Emergency Landing, weil wir einen
Feuer quasi... wir hatten halt einen Kohlenmonoxidausbruch auf der Toilette und sind extrem schnell gelandet. Das fühlt sich so sick an. Das fühlt sich legit an wie ein Rollercoaster-Drop. Nice. Wie geil ist dieses Video bitte? But it's not dangerous. Nice. I've practiced. Also, by law, I need to notify air traffic control as well as the airline. And I need to do all of that before I can get on the microphone and tell you what the hell is going on. Nice. That's so fucking true. Oh, ja, der will damit eigentlich nur sagen, dass er extrem viel Wichtigeres zu tun hat, als euch Fluggästen zu sagen, dass, was er gerade tut. Weil eigentlich gibt es wesentlich Wichtigeres, als die Passagiere über jeden Scheiß aufzuklären. Weil in dem Moment hat er halt so eine Checkliste abzuarbeiten und hat gar keinen Bock, mit Fluggästen zu reden, weil das ist dann unser Job. Das ist dann Flugbegleiterjob quasi. So don't be surprised if you don't hear from me for a bit. I'm just doing my job and you're gonna be fine. For those of you who didn't manage to get your masks on in time, you'll probably pass out and then wake up in a minute or two when I get the plane to a... Ganz genau. Ganz genau. Vielleicht nicht so wahnsinnig gesund, wenn man ein paar Minuten nicht genug Sauerstoff kriegt, aber wenn er einen Sturzflug macht, quasi, einmal so richtig mies, dann geht das relativ schnell. Schon ein Emergency... Oha! Chrissy Cross, gar nicht mal so wenige. Aber nichts lebensbedrohliches so far. Nichts lebensbedrohliches einmal wegen... Ich erzähle euch die Geschichten gerne bei Gelegenheit. Kurze Narkose, ganz genau. Also solange euer Hirn nicht zu lange ohne Sauerstoff ist, dann wird es echt eng. Aber es ist nicht so, als würdet ihr nicht atmen. Ihr kriegt noch nicht genug Sauerstoff. Ist ja nicht so... Aber mein Gott, doch, eigentlich ist es das. Doch, eigentlich ist es das, weil mit dem Druck, die meisten würden dann anfangen, ihre Gase aus dem Körper zu verlieren. Das heißt, alle fangen an zu furzen und alles an Sauerstoff wird aus deinem Körper rausgezogen. Das stimmt nicht, dass du da oben atmen kannst. Du kannst legit nicht oben atmen. Das ist nicht möglich. Das heißt, alle Gase aus deinem Körper entfleuchen. That's what happens. Aber du wirst davon vermutlich nicht sterben. Lower altitude. You want to know what the biggest danger is? That you won't get your frequent flyer points for this flight. Was ist ein geiles Video, bitte? This flight. Just kidding. Now, the biggest danger is actually that your luggage or those duty-free bottles you purchased and put in the overhead compartment will fall out when you open it and hit someone on the head. Yep. Dadurch, dass bei solchen Faxen alles kreuz und quer ist, wird alles dir entgegenfallen und das kostet manchmal mehr Unfälle als der ganze andere Bums. Könnt ihr euch vorstellen? Dass das Öffnen von diesen Kabinen mehr Unfälle kostet an Bord? Die meisten Unfälle tatsächlich. Dass irgendjemand wieder irgendeinen Scheiß, eine Flasche von Duty-Free, Tatsache, passiert das super häufig, eine Flasche auf den Kopf kriegt, ein Trolley entgegenkommt, irgendwelche losen Sachen, die man nicht gescheit, die man einfach nur reingestopft hat und dann noch so gerade so zugekriegt hat, die dann nach solchen Faxen passiert das halt, gerade nach Turbulenzen, die können zu jeder Zeit passieren. Dann hast du halt die richtige Arschkarte. Dann hast du komplett lost Arschkarte. Das kommt dir alles entgegen. Und dann haben wir schon wieder die Probleme. Dann haben die Flugbegleiter wieder das Problem. Dann hast du Platzwunden, das ist extrem viel Blut und so. There are actually several thousand reported injuries from this every year in the US alone. Ja. By contrast, the FAA only reports 58 or so serious injuries from turbulence. Oh, nach Turbulenzen, sage ich ja. Ultra krass, wie viele danach. Gut, die reporten ja nicht alles. Man auf einem Flug mit Turbulenzen, man reportet nicht jeden Unfall, auch wenn man das müsste, aber manche sagen, nee, ist egal, so wichtig ist das jetzt nicht. Aber wenn man alles reporten würde, jeden kleinen Unfall, das war jetzt nur US, das ist schon krass. So one could easily make the case that we should be handing out a helmet and skip the seatbelts. Geil, Mann. Seatbelt finde ich ultra wichtig. Aber Helmet wäre schon sick. Another big risk is the drink cart. Ja. Seriously, it weighs over 100 kilos when fully loaded, and every year passengers get their elbows and knees and feet broken when the drink carts... Hier, ihr kennt unsere Carts hier. Diese Monsterdinger hier. Die sind so scheiße schwer. Die sind so
scheiße schwer. Alleine was das immer an Verletzungen, Knie und Füße, also ich weiß nicht, wie viele Knie ich schon kaputt gemacht habe, not gonna lie. Slam into them. So keep your arms and legs tucked away. Why haven't the airlines put some safety padding on the drink cart? No idea. Ach komm, wie soll das aussehen? Wie soll das denn aussehen? Dann passen wir gar nicht mehr durch die Gänge. Seems pretty basic. Same goes for the spill-proof coffee and teapots and cups with lids. Every year, some poor passengers get hot coffee or tea in their crotch. Ist jedem von uns schon passiert. Kein Flugbegleiter, der noch nie heißen Kaffee irgendwo auf irgendeinen Schoß verteilt hat. Gibt es da draußen Flugbegleiter? Any one of you didn't? Safety, heiße Getränke und so, ja. When there's a bit of turbulence. But until the airlines fix this, I'm afraid you're on your own. Ja. Now you're probably wondering, how can this bucket of bolts stay in the sky if we can't even get the AV system or the latch on your tray table? Geil, Mann. Das ist aber so legit. To be honest, we sometimes wonder that as well. But the stats speak for themselves. The actual risk of dying in a plane crash is about 1 in 11 million, according to the Harvard School of... Is 1 in 11 million, according to Harvard School of Public Health 2006 study. Public Health 2006 study. So you are far more likely to be struck by lightning or killed by a shark. Nice! Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du von einem Blitz getroffen wirst oder von einem Shark, was ist nochmal ein Shark? Ein Hai, gefressen wirst. King. And it's certainly much safer than driving. Right after 9/11, many were scared to fly. 12 to 20% fewer people flew. But because more people made driving trips instead of flying, a German professor estimated that an extra 1,595 people died. Wer Angst vorm Fliegen hat, deswegen Auto fährt, wird höchstwahrscheinlich früher sterben. Died in car accidents in the year after a 9/11, just in the US. Shit. Just a little reminder that we'll probably keep the seatbelt sign on for nearly the entire flight because our flight crew doesn't like to be bothered in the galley. Oh mein Gott, das hat er nicht gesagt. Oh mein Gott, I'm not gonna lie. Wir haben schon häufiger mal, wenn zu viele Menschen standen, weil die nervig waren oder weil die rumgelaufen sind und weil das so ein 2-Stunden-Flug ist und du denkst so, Leute, ihr werdet ja wohl in der Lage sein, 2 Stunden zu sitzen. Ihr werdet ja wohl in der Lage sein, 2 Stunden zu sitzen, ohne so zu tun, als hätten wir gerade einen 14-Stunden-Flug, alright? Das sind 2 oder 2,5 Stunden. Warum muss überhaupt irgendjemand aufstehen? Außer er muss ganz drehen, hat eine extrem schwache Blase oder Punkt. Und dann habe ich den Kapitän auch schon angerufen und gesagt, du kannst bitte diese freaking Anschnallzeichen anmachen. Man kann ja kaum, ja, jetzt muss ich aufs Klo. Dann ziehst du mit deinem Trolley wieder raus, lässt den wieder in seinen Sitz rein, ziehst mit dem Trolley wieder rein. Der Service endet schon und wir landen gleich und ich habe noch nicht mal alle Gäste mit Getränken versorgt, nur weil jeder gefühlt plötzlich innerhalb von 2 Stunden aufs Klo muss. Und wenn wir dann den Kapitän anrufen und sagen, Bro, mach diese freaking Anschnallzeichen an, die laufen hier alle rum, das ist, glaube ich, das, was er meint. They definitely don't like trying to squeeze by you in the aisles. Danke! Please sit back and relax while we take forever to serve you a drink and barely edible meal. And then leave the tray on your table, making it nearly impossible for you to squeeze out of the chair and get to the toilet. Ich liebe dieses Video, oh mein Gott. Ja. Look forward to flying with you again. Cheers. Cheers, bro. Cheers. Thank you.